Hi, welcome back to the Lamrim. Hallo, willkommen zurück And this zum is Lamrim. episode 5, Das ist Klasse 5. and it's called Read the Recipe. Sie heißt Lies das And Rezept. the first image I chose is a Das small erste girl, Bild, das ich and she's ausgesucht sort of habe, ist ein protecting kleines Mädchen, a small das eine plant. And to kleine me, Pflanze schützt. this Für mich picture, which looks like Nick's sieht daughter, dieses actually, Bild aus wie Nicks Tochter Amalie. she's protecting this plant with her Sie hands. beschützt diese And what it Pflanze means is, mit ihren Händen. it's Und very was es important if you're a bedeutet, ist gardener. sehr wichtig. It's very Wenn du ein important to Gärtner take bist, care of a plant ist es when sehr it's wichtig, young. sich um eine In Pflanze the zu kümmern, first few- solange sie klein in the ist. first week or In den two, ersten ein, you zwei really, Wochen really have to pay musst du attention. wirklich You have aufpassen, you have to water sie sehr very regelmäßig gießen regularly, and you have to really protect the plant from und du musst die wind Pflanze gut from vor Wind birds schützen and und vor from Vögeln deer und and Wild things like that. und all diesen So Dingen. that's going to be a theme in this first part here. Das ist ein Then, Thema hier in diesem ersten some Teil. So look, some people get really attracted Einige Leute to werden wirklich von big ganz Dharma großen teachings. Dharma-Lehren They get to go to an angezogen. initiation. Sie dürfen zu einer It's Einweihung super gehen. secret. Es The ist Lama super says, "I'm gonna geheim. teach you something Der that Lama no one sagt, ever ich werde gets dir to etwas hear. This is beibringen, a das nie special jemand hören wird, initiation. und das ist eine besondere This is some, Einweihung oder das ist etwas special, I don't know, ganz emptiness Besonderes thing, emptiness über level Leerheit, 17. I never teach it anybody. Leerheitsstufe So, 17. we Das get all unterrichte ich excited nie and we all jemanden. say, "Oh, let's Alle go, sind aufgeregt und the sagen, Lama's gonna lasst uns teach, dorthin gehen. emptiness Ihr level wisst schon, der 17." Lama unterrichtet die Leerheitsstufe And 17. Kedak Chen means, you've heard these famous Kedrak names, Chen like bedeutet, du hast schon diese Mahamudra, berühmten Namen wie Dzogchen. You get Mahamudra all oder excited. Dzogchen gehört Gyatso Machungnam, und du bist ganz he says, aufgeregt. forget the big Dharma teachings, don't worry so much Er about sagt, the big vergiss die Dharma großen Dharma-Lehren. Run, Mach dir run, nicht so viele Hikiki, Gedanken um die Getsu, großen teachings. Dharma-Lehren. Dombalek Basungna. If you just take care of the Wenn du dich small, nur um beautiful die vows you have in your own kleinen, heart, wunderschönen just take care Gelübde, of them. die du in deinem Herzen trägst, Sungna, kümmerst, Rangrei kümmere Gamin dich Cheke einfach Che um Che sie, Sudro. Then you have created the Sangha. Okay? dann it's hast an du die unusual Sangha erschaffen. expression, okay? Es ist eine You are ungewöhnliche creating Ausdrucksweise. Du erschaffst You are Sangha. upholding the Sangha. Du You are hältst die Sangha sustaining aufrecht. the Buddhist community in the world. Du erhältst die If buddhistische you just Gemeinschaft take in care der of the Welt, baby vows that wenn du the dich Lama nur um gave deine you, Babygelübde be nice to kümmerst, other people. die du von deinem Take care Lama of this erhalten small hast. plant, okay? Sei zu anderen Take freundlich. care of Kümmere this dich small um diese kleine I like to Pflanze. call Kümmere it dich your um diese future kleine barrel Pflanze. of peaches. Ich nenne es It gerne means, deine zukünftige recently Tonne I von did plant a Pfirsichen. peach tree. In fact, Das today I was taking bedeutet, care of vor it. kurzem habe ich einen And, Pfirsichbaum it started gepflanzt. out as a tiny Und little gerade heute habe ich plant, nach ihm geschaut. and you take care of it, and Er you hat take als care of it, winzige and then kleine if Pflanze you take begonnen good care of it, in fact, und man kümmert sich my darum, first peaches und came wenn man out sich today. gut um sie kümmert, tatsächlich You'll kamen get heute millions of peaches, meine thousands ersten of peaches, Pfirsiche So heraus. just, Du wirst Millionen don't von worry about Pfirsichen some big erhalten, famous Dharma Tausende von teaching, Pfirsichen. some big Mach dir also famous keine Gedanken initiation. über eine große, Don't worry berühmte about it. Dharma-Lehre, eine Get your große, little berühmte hand Ermächtigung. vows from your Lama Mach dir darüber and keine plant that Gedanken. seed Du and bekommst take von care deinem of it. Lama And deine then 10 that's gonna kleinen give you Gelübde und pflanze thousands, diesen millions Samen of und fruits. versorge ihn Okay, gut und er wird dir Tausende, Millionen worry von about Früchten it. bringen. Mach Enjoy dir the darüber small keine thing. Gedanken. Take care of it. Genieße die kleine And Sache it's gonna und bring you kümmere dich millions. darum. Okay. Es wird dir Millionen Dinge bringen. Temba Jimba Yangdayan. And then you are a Buddhist master. We talked about that Dann idea bist du ein already. buddhistischer Does you wanna be a Meister. Buddhist Über diese master? Idee haben wir schon gesprochen. wanna be a Er master sagt, meditator? du willst ein buddhistischer Meister sein. Protect your Du willst small ein Meister der vows. Be nice to Meditation other sein. people. Schütze deine Share kleinen your Gelübde. coffee Sei freundlich zu with anderen your Menschen. friends. Teile deinen Open the Kaffee door for mit somebody deinen else. Freunden. Öffne die Tür für Give a roll jemanden of toilet anderen. paper to your neighbor. Gib deinen Nachbarn During the eine Rolle virus, okay? Toilettenpapier während der Viruszeit. Take care of the small things. Achte auf die They become kleinen the big Dinge. things. Okay. Sie werden zu den Getsu großen Dingen. Longki Dombaso Dachi. Okay, I'm not even talking, he says. Okay, his Ich rede audience nicht einmal davon, was a lot of sagt er, geshes, sein Publikum a war lot of eine Menge tulkus, Geshes, a lot of viele senior Tulkus monks. The und sehr audience of viele this erfahrene Lama, Mönche. when he Das gave Publikum this teaching, I dieses guess in the 1920s Lamas, something, als er diese Lehrrede the gab, audience ich schätze in were den very, 1920er very Jahren high oder so, Buddhist das Publikum monks, waren sehr, sehr hohe lamas, buddhistische Mönche, incarnated lamas, Lehrer, okay? inkarnierte He Lehrer. says, forget these heavy Er vows sagt, that you guys vergesst have. diese mächtigen Let's talk Gelübde, about the vows. die ihr Kimba habt. Soki Lasst uns Chang über die Nyen Neki Gelübde Domba. sprechen. Okay? Let's talk about the one-day vow.
Lass uns über das that a Eintagesgelübde normal sprechen, family person takes, das a ein normal normaler village Familienmensch nimmt. Ein normaler in a Mensch small village in Tibet. aus einem kleinen Dorf And let's say, in I don't Tibet. know, they work as a Lass uns sheep annehmen, herder, dass er vielleicht als and Schafhirte they arbeitet just get a one-day und vow. er So hat forget this gerade big ein monks Eintagesgelübde vows bekommen. and super monks vows. Vergiss Let's diese talk about großen Mönchsgelübde oder these Super-Mönchsgelübde. that Lass uns über everybody diese starts bescheidenen with. Gelübde sprechen, Nyingchik mit denen jeder Samsung, anfängt. Even if you just keep them for one day. Auch wenn du sie nur für einen Tag behältst. Darüber findet man viele Geschichten in den großen Büchern. Tulva Lung bedeutet Vinaya-Schriften. Dozang Lung ist ein sehr berühmtes Sutra, das Sutra der Weisen und Törichten genannt wird. Er sagt, du kannst diese Sutren lesen und du wirst wunderschöne Geschichten über Menschen lesen, die ihre kleinen Gelübde eingehalten haben und außergewöhnliche Ergebnisse erzielt haben. Nehme diese Eintagesgelübde und halte sie so gut wie möglich ein. Nehme die einfachen Mönchsgelübde. Du kannst lebenslange Laiengelübde nehmen. Nun, die lebenslangen Laiengelübde in ihrer vollständigen Form haben 5 Teile. Sie sind sehr, sehr einfach. Ich werde weder einen Menschen noch einen menschlichen Fötus töten. Das ist das Erste. Nummer 2, ich werde nicht stehlen, das wertvoller ist als ungefähr 10 Euro. Etwas, das einen gewissen Wert hat, werde ich nicht stehlen. Ich werde keinen Ehebruch begehen mit einer verheirateten Frau oder mit einem verheirateten Mann. Und 4, ich werde die Wahrheit sagen, vor allem über mein spirituelles Leben. Ich werde gegenüber anderen nicht übertreiben, was mein spirituelles Leben betrifft. Nummer 5, ich vermeide Rauschmittel zu nehmen und im Buch steht, die Changle Chunga oder Zele Chunga, egal ob sie aus Pflanzen gemacht werden, wie Bier oder Wein oder Whisky, oder aus Chemikalien, wie Kokain oder ähnliches. Ich verspreche, ich werde sie in meinem Leben nicht nehmen, weil sie dich dumm machen und viel Geld kosten. Die gesamten lebenslangen Laiengelübde haben also 5 Teile und Pabonka Rinpoche sagt dazu, sieh mal, vergiss diese großen Mönchsgelübde, 253 Gelübde, vergiss die vollen Nonnengelübde, 364 Gelübde, vergiss all die großen Gelübde aus dem Vinaya. Lass uns einfach über die Laiengelübde sprechen. Nur 5 Gelübde. Weißt du was? Lass uns über jemanden reden, der sagt, ich kann nicht alle 5 einhalten. Gut, kannst du irgendeines einhalten? Kannst du einfach das mit dem Alkohol weglassen? Weil ich manchmal gerne Wein trinke. Kann ich nur 4 einhalten? In der Vinaya heißt es, Nachik Nagel Duchu. Okay, du kannst 4 einhalten. Und dann sagt jemand, oh warte mal, ich will nicht wirklich versprechen, meine Steuern vollständig zu zahlen. Kann ich auch nur 3 Gelübde nehmen? Entschuldigung. Oh nein, mir tut es leid. Ich mag es zu übertreiben, wenn es um meine Meditation geht. Kann ich nur diese 3 Gelübde einhalten? Nicht töten, nicht stehlen, kein sexuelles Fehlverhalten. Das nennt man Nasum. Es bedeutet, der Typ, der sich nicht zu allen 5 einfachen Gelübden verpflichten will, weil er sich nicht zu viel aufladen will. Dann gibt es ein Nani. Was ist Nani? Dieser Typ sagt, ich fühle mich wirklich hingezogen zur Ehefrau eines anderen oder Ehemann einer anderen. Kann ich einfach nur 2 davon einhalten? Buddha sagt, okay. Übrigens, mein Lama hätte niemals jemandem weniger als 5 gegeben. Dennoch ist es eine Tradition in den alten Zeiten, Nachik, Nani, Nagachu, wie auch immer. Es ist möglich, nur 1 zu geben. Damit reduzierst du sie bis auf 1. Bist du damit einverstanden, kein menschliches Wesen in deinem Leben zu töten? Du sagst, okay, das kann ich machen.
Nachik Chip-Chu-Che, dann sagt Rinpoche, mach das, was du tun kannst. Mach das, was du tun kannst. Selbst wenn du volle Mönchsgelübde genommen hast und deine tantrischen Gelübde und deine Bodhisattva-Gelübde, es ist mir egal. Wenn du eine Person mit all diesen Gelübden bist und eine Chance bekommst, ein Eintagesgelübde einzuhalten, mach es. Du bekommst die Chance, ein Eintagesgelübde einzunehmen, mach es. Dann kannst du dich auf dieses Eintagesgelübde konzentrieren. Du kannst sagen, okay, ich weiß, ich habe hunderte dieser Gelübde, tantrische Gelübde, ich habe ein paar hundert Mönchsgelübde, ich habe all diese 64 Bodhisattva-Gelübde, aber ich werde genau das Eintagesgelübde als Nachspeise nehmen. Darauf werde ich mich konzentrieren an diesem einen Tag. Das wird mein Gelübdetag für dieses Jahr sein. Ich werde das Eintagesgelübde einmal im Jahr nehmen und ich werde es ganz speziell machen. Ich werde wirklich an diesem Gelübde arbeiten, für einen Tag lang. Ich werde sie gut einhalten. Gyaltsok Rinpoche, er sagt, es ist äußerst nützlich, sehr wertvoll, das zu tun. Menschen wie du und ich, Rangre bedeutet Menschen wie du und ich, und wir haben das schon früher in den Lamrim-Lehren gehört, aber Pabongka Rinpoche ist bescheiden. Offensichtlich, wenn er sagt Menschen wie du und ich, meint er Menschen, wie wir sie sind. Er ist nur rücksichtsvoll, wenn er sagt Menschen wie du und ich. Wir sind nicht wie er, Rangre, und vor allem nicht wie sein Schüler, der dieses Buch niedergeschrieben hat, Triyang Rinpoche, der zu den Allerbesten gehört hat. Mönche, Gesche, wir sitzen im Kloster und debattieren über die 3 Trainings, Moral, Meditation, Weisheit, und wir debattieren darüber und wir bla 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 darüber. Wir bla 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 über diese großen Trainings. Aber er sagt, du hast keinen Schimmer von der Meditation und der Weisheit. Vergiss es einfach. Du hast keine einzige Spur in deinem Herzen von der Meditation und Weisheit. Vergiss diese beiden. Was bleibt also für dich übrig? Du hast deine kleinen Gelübde. Du hast deine 10 Gelübde. Du hast deine 10 guten Taten. Konzentriere dich auf sie. Lass sie dein Fokus sein. Vielleicht kannst du am Morgen 45 Minuten lang meditieren. Vielleicht kannst du die Lehren von Nagarjuna hören, wenn du an der Mixed-Nuts-Klasse teilnimmst. Oder sowas Ähnliches. Vielleicht schaffst du das mal. Aber deine Gelübde, deine Moral, diese hast du den ganzen Tag lang. Du kannst sie den ganzen Tag lang ausüben. Sie sind immer direkt in deinem Herzen. Konzentriere dich auf sie. Sie stehen dir immer zur Verfügung. Du kannst 24 Stunden am Tag ein netter Mensch sein. Dieses Training steht uns zur Verfügung. Dann sagt er, wenn du deine Gelübde einhalten willst, halte dich an deine Verpflichtungen, befolge die 10 oder die 64 oder halte die 100 noch was. Deine geheimen Gelübde, deine Bodhisattva-Gelübde, wenn du sie einhalten willst, gibt es 3 Möglichkeiten, sie zu brechen. Es gibt 3 Möglichkeiten. Man nennt es das Tor, um deine Gelübde zu brechen. Es gibt 3 Tore, um deine Gelübde zu brechen. Es gibt eine sehr berühmte Sache in den Schriften. Es gibt 3 Tore, um deine Gelübde zu brechen. Deine Gelübde können undicht werden, wenn in deinem Herzen 3 Dinge offen sind. 3 Dinge, 3 Verschlüsse, die eigentlich geschlossen sein sollten. 3 Verschlüsse, die in deinem Herzen geschlossen sein sollten, und wenn sie sich lockern, brichst du deine Gelübde. Der grüne Smoothie wird die ganze schöne weiße Couch verschütten. Es gibt also 3 Deckel, mit denen du vorsichtig sein musst. Hier sind die 3. Nummer 1. Wir sehen hier einen Koch,
Ich finde, er sieht etwas verwirrt aus. Ich koche gerne für meine Partnerin Veronika und sie besteht darauf, dass ich das Rezept studiere, bevor ich versuche, es zu kochen. Dann sage ich, schau mal, ich habe immer gekocht. Ich war 8 Jahre lang der Koch im Kloster. Ich weiß, wie man kocht und wir lesen keine Kochbücher im Kloster. Wir kochen einfach. Sie sagt, lies das Rezept. Ich antwortete, ich muss das Rezept nicht lesen. Dann bestand sie einfach nur drauf und um Frieden daheim zu haben, besonders während des Lockdowns, sagte ich, hör zu, okay, ich werde das Rezept lesen, ich werde dem Rezept folgen. Es gibt also 4 Möglichkeiten, wie deine Gelübde undicht werden können. Es gibt 4 Möglichkeiten, den Deckel schief aufzusetzen. Und wenn der undicht ist, dann wird es auf der weißen Couch mit dem grünen Smoothie verkleckert werden. 4 verschiedene Arten. Wir werden diese besprechen. Wir machen 3 in dieser Klasse und wir machen eine in der nächsten Klasse. Nummer 1. Lies das Rezept. Nummer 1 ist, wenn du deine Gelübde und deine Verpflichtungen einhalten willst, lies das Rezept. Für $50. Was bedeutet das? Lies das Rezept. Was? Tim. Lies das Rezept. Nein, okay. Ich vermute, er sagt, der erste Trick zur Einhaltung des Gelübdes ist, das Rezept zu lesen. Was bedeutet das? Lerne die Anweisungen. So wie als ich jung und dumm war, jetzt bin ich alt und dumm. Aber als ich jung und dumm war, sagten die Leute, wir gehen zu einer Einweihung. Der große Lama wird eine Einweihung machen. Ich sagte, ich komme mit, ich bin dabei. Ich möchte hin. Mir war mehr danach, mit meinen Freunden abzuhängen, eine Reise mit einem Flugzeug machen oder mit meinen Freunden abhängen. Aber ich sagte, ja, ich bin dabei, ich gehe zur Einweihung. Dann waren da diese Lamas, die mit den Glöckchen läuten und bu-bu-bu, bu-bu. Und sie machten Wa und bum 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 und Chung Chung Chung. Ich habe mir gedacht, wow, das ist cool, das ist unglaublich. Sieh dir die Glocke an. Ein wenig, boah. Ich dachte, wow, das ist ein echter Segen. Danach ging ich nach Hause, zurück ins Kloster und mein Lehrer sagte, ich hörte, du hattest eine tantrische Einweihung. Ja, wow, das war ein Lama, das war ein hoher Lama. Er sagte, nun ja, also wirst du diese Gelübde einhalten, denn so funktioniert die Ermächtigung. Wenn du die Gelübde einhältst, die sie dir während der Ermächtigung gegeben haben, dann passiert Magie in deinem Leben. Dann wird Magisches in deinem Leben passieren. Dann sagte er, wirst du die Gelübde einhalten? Ich sagte, welche Gelübde? Er sagte, sie haben dir eine Ermächtigung gegeben und haben die Gelübde nicht gegeben. Ich meinte, ich weiß nicht. Es war alles in einer anderen Sprache. Ich vermute, dass sie mir Gelübde gaben. Was? Sie haben dir Gelübde gegeben und haben dir nicht gesagt, was die Gelübde sind. Wie glaubst du, dass Tantra funktionieren wird, wenn du den Gelübden nicht folgst? Es funktioniert nicht. Die Magie wird nicht passieren, wenn du die Gelübde nicht einhältst und sie dir nicht einmal die Gelübde beigebracht haben. Ich sage nein. Okay, also Nummer 1, Gesetz Nummer 1, du kannst deine Gelübde nicht einhalten, wenn du nicht weißt, was die Gelübde sind. Das ist so lustig. Die Gelübde sind die Maschine, die die Magie des Buddhismus antreibt. Die Gelübde sind die Maschine, die den Tesla antreibt. Die Gelübde sind die Solarbatterie dieses Sportwagens. Und wenn du sie nicht einmal kennst, dann ist es hoffnungslos. Du wirst sie einfach brechen. Dein Leben wird reizlos, weil du die Einweihungsgelübde gebrochen hast, weil sie dir keiner beigebracht hat. Ich denke, wir sollten alle streiken. Wir normale Leute sollten streiken. Wir sollten die Teilnahme an einer Ermächtigung verweigern, wenn der Lama uns die Gelübde nicht lehrt. Wir sollten sagen, wir streiken. Wirst du die Gelübde lehren? Nein, ich habe keine Zeit. Ich muss nächste Woche in Kalifornien sein. Okay, dann gehe ich nach Hause. Ich nehme diese Ermächtigung nicht an. Ich denke, das wäre wirklich eine gute Idee. Hier steht,
Nicht zu wissen, welche Gelübde du genommen hast, ist Möglichkeit Nummer 1, um sie zu brechen. Kapni, wenn du das stoppen willst, wenn du die Gelübde nicht kennst, die du einhalten sollst, dann wirst du nicht wissen, ob du sie gebrochen hast oder nicht. Dann sagt er drittens, ja, das ist richtig, Shetty, dritte Zeile. Das ist sehr lustig. Er sagt, du solltest diese Gelübde studieren aus den großen Büchern, sofern du sie lesen kannst. Er macht sich über uns lustig. Ich weiß, du kannst Vinaya nicht lesen, aber versuch es einfach, so viel du kannst. Es heißt im Grunde, ich weiß, dass du zu faul bist, um die Vinaya Sutras zu knacken und sie zu studieren. Aber wenigstens ein bisschen kannst du dich ein wenig anstrengen, um zu lernen, was deine Gelübde sind. Du könntest die großen Bücher der Vinaya studieren, die schwierig sind, oder, wenn das schwer für dich ist, gibt es kleine Gedichte, die von Vinaya handeln. Du kannst eines dieser Gedichte studieren. Es gibt winzige kleine Gedichte über die 3 Grundlagen der Moral. Die 3 Grundlagen der Moral für einen Mönch oder eine Nonne sind zweimal im Monat ihr Bekenntnis abzulegen, ein Sommerretreat durchzuführen, so zerstört man die Umwelt nicht. Und dann, das Beste ist Gaye, am Ende des Sommerretreats, wenn du Rock'n'Roll spielen darfst im Kloster für ungefähr 24 Stunden. Alle Mönche halten diesen Punkt sehr genau ein. Und wir spielen alle Spiele und es macht wirklich Spaß. Studiere wenigstens diese 3 Dinge, die du einhalten sollst. Es gibt eine Zusammenfassung der Vinaya Vastu, der Grundlage der Moral. Lies diese kleinen Zusammenfassungen. Sie beinhalten kleine Gedichte zwischen den großen Abschnitten. Diese heißen Pardom. Man bekommt dadurch eine Pause. Vinaya Pausenbücher. Sei zumindest fähig, deine Gelübde aufzuzählen. So wie das. Sei zumindest fähig, deine Gelübde aufzuzählen. Fang damit an. Wenn du sie nicht aufzählen kannst, kannst du sie nicht einhalten. Das ist das erste Hindernis, deine Gelübde einzuhalten. Was war es nochmal? Niemand hat es dir je beigebracht. Oh mein Gott. Sie haben dir einen Tesla ohne Motor verkauft. Ohne die Solarbatterie. Es ist lustig. Zweitens, Magupa bedeutet, du hast diese Gelübde wieder nicht ernst genommen. Komm schon, darf ich mir die Nase nicht mit einem grünen Blatt putzen? Wirklich? Das heißt, seine Gelübde nicht zu ehren. Es gibt einen französischen Mönch, Mathieu Ricard. Ich hörte von einer TV-Show, in der er dabei war. Er ist ein großartiger Schriftsteller und ein großartiger Mönch. Er sagte, der Interviewer sagte, fühlst du dich nicht durch deine Gelübde eingeschränkt? All diese Gelübde, das fühlt sich an, als wäre man in einer Zwangsjacke, oder? Fühlst du dich nicht wie in einer Zwangsjacke? Er sah den Typen an und sagte, diese Gelübde sind Flügel, die ich nutze, um fliegen zu können. Diese Gelübde sind keine Zwangsjacke, diese Gelübde sind meine Flügel. Wenn ich Gelübde habe und wenn ich sie einhalte, dann kann ich fliegen. Gelübde zu ignorieren und zu sagen, oh, die sind nicht so wichtig. Es ist auch Teil des Respekts
gegenüber Gelübden den Menschen Respekt zu zeigen, die sie gut einhalten. Du respektierst also deine jeweiligen Gelübde auf dem Papier und auch die Gelübde, die deine Freunde einhalten. So wie wenn Seiji sein Sechsmal-Buch herauszieht und es Geshe-la peinlich ist, weil er seines nicht führt. Dann respektiere die Gelübde, wenn andere Menschen sie einhalten. Und das ist eine andere Art, deinen Gelübden Respekt zu zeigen. Respektiere deine Freunde, wenn sie ihre Gelübde einhalten. Das ist eine sehr starke Kraft, damit du deine eigenen Gelübde einhältst. Vergiss nicht, dass die Gelübde in deinem Herzen der Buddha selbst ist. Buddha sagte, wenn du die Gelübde in deinem Herzen behältst, dann lebe ich in deinem Herzen. Respektiere diese Gelübde in deinem Herzen, als säße der Buddha in deinem Herzen. Du kannst dich manchmal vor deinem Herzen verneigen. Mach nicht Nangchung. Nangchung ist ein sehr, sehr seltenes umgangssprachliches Wort und es bedeutet, trete nicht in die Falle zu denken, diese Gelübde sind nicht so wichtig oder nicht so sexy. Denke nicht so. Glaube nicht, dass einige Gelübde sehr sexy und sehr mystisch sind und einige Gelübde sind nur eine Art kleine praktische Dinge. Das ist Nangchung. Diese Unterscheidung zu machen wird Nangchung genannt. Als der Buddha seine Welt verließ, diese Welt, hinterließ er eine Vertretung, seine Vertretung, um die Menschen an seine Zeit hier zu erinnern. Diese Vertretung sind die Gelübde, die weitergegeben wurden von Generation zu Generation in den letzten 2500 Jahren. Respektiere den Buddha in Form der Gelübde in deinem Herzen und im Herzen anderer Menschen. Okay, cool. Wir sind fertig mit dieser Klasse und wir sehen uns in Klasse 6. Danke und danke an Seiji und Tim für eure Hilfe.